Machst du auch diese 4 Fehler? Erstens, zu viel lernen. Zweitens, zu viel nachschlagen. Drittens, zu viel verstehen. Und viertens, zu viel erwarten. Ich möchte nun diese 4 Fehler genauer erklären. Inwiefern kann es schlecht sein, wenn man zu viel lernt? Mal überlegen. Ich lerne Grammatik, ich lerne stark konjugierte Verben, ich lerne Besonderheiten der Indefinitpronomen, ich lerne. Nur die Regeln einer Sprache. Dabei geht es in erster Linie um die Inhalte einer Sprache, um das Was. Nicht das Wie sollte im Vordergrund stehen. Stephen Krashen meint, dass die Botschaft das zentrale Element einer Sprache ist. Botschaften lassen uns am schnellsten lernen. Wobei er den Begriff Lernen ja nicht mag. Wir sollten eine Sprache erwerben, aufnehmen, verarbeiten. Und wenn man dies tut, dann versteht man die Regeln der Grammatik in gewisser Weise unbewusst, automatisch. Und man spart sich stundenlanges Büffeln. Versteht mich nicht falsch, Grammatik ist wichtig und im Gegensatz zu Kindern haben Erwachsene den Vorteil, dass sie Grammatik verstehen können. Aber Grammatik sollte nie im Vordergrund stehen. Wenn ihr zum Beispiel in der Woche 10 Videos zum Thema Deutsch guckt, sollten es vielleicht 7 bis 8 Videos mit Inhalten sein. Und der Rest behandelt vielleicht Grammatik. Aber 80% Grammatik und nur 20% Inhalte wären nicht sehr effizient. Hier ist ein neues Wort und hier ist ein neues Wort. Ich muss alle neuen Wörter nachschlagen, damit ich weiß, was sie bedeuten. Ich muss jedes Wort im Satz verstehen können. Oder muss ich das etwa nicht? Nein, man muss nicht jedes einzelne Wort verstehen. Es reicht, wenn man einen Satz ungefähr versteht, wenn man das meiste versteht. Es ist okay, wenn du einen Satz verstehst, obwohl du vielleicht 1 oder 2 Wörter nicht kennst. Sollte man daher nie ein neues Wort nachschlagen? Doch, wenn ein bestimmtes Wort ständig vorkommt, dann ist es sehr sinnvoll, dieses Wort auch nachzuschlagen und zu verstehen. Ich mag mein kleines Wörterbuch, aber es sollte nicht ständig geöffnet sein, sondern nur in bestimmten Situationen helfen. Und so kann man sich mehr auf die Inhalte konzentrieren und weniger auf einzelne Wörter. Das hier ist dein Sprachlevel I. Und das hier ist der Level der Inhalte, die du konsumierst. Der Texte, der Videos, der Podcasts zum Beispiel. Nun stellt sich die Frage, wie viel Prozent dieser Inhalte verstehst du? Angenommen, du bist überglücklich, weil du jedes Mal 100% oder fast 100% verstehst.
das wäre leider ein Fehler. Zu viel verstehen, immer alles verstehen, bedeutet, dass der Level dieser Inhalte I+0 ist. Das bedeutet, dass diese zwei Levels gleich sind. Aber wenn das hier dein Sprachlevel ist, sollte der Level der Inhalte ein wenig über deinem Sprachlevel liegen. Stephen Krashen, den erwähne ich heute ständig, nennt dies I+1. Denn wenn deine Lerninhalte konsistent ein wenig über deinem Sprachlevel liegen, dann lernst du am meisten. Wenn du immer alles verstehst, ist es ein Zeichen dafür, dass du etwas komplexere Medien konsumieren solltest. Was ist dein nächstes Ziel, was Deutsch betrifft? Wann machst du A2 oder B1? Erwarte bitte nicht zu viel. Damit meine ich nicht, dass du vielleicht deine Prüfung nicht schaffst. Nein, damit meine ich, dass du dich nicht auf ein großes Ziel konzentrieren solltest, sondern auf viele kleine Ziele. Auf Englisch würde man das Micro-Goals nennen. Welchen Vorteil haben kleine Ziele? Ganz einfach, sie motivieren dich. Sie geben dir mehr Feedback, was deinen Fortschritt betrifft. Du könntest zum Beispiel das Ziel haben, jeden Tag 10 Minuten lang deutsche Lieder anzuhören oder jeden Tag einen einfachen deutschen Zeitungsartikel zu lesen. Und wenn du dann diese kleinen Ziele täglich konsistent erreichst, wirst du bemerken, dass du es einfach finden wirst, auch dein großes Ziel zu erreichen. Es ist ein bisschen wie bei einem Marathon. Man sollte nicht an die ganze Strecke denken, sondern nur an die nächsten 10 Schritte, vielleicht nur an den nächsten Kilometer. Dann ist es weniger langweilig und man ist am Ende auch weniger erschöpft. Am Ende dieses Videos möchte ich euch noch einen kleinen Bonustipp mitgeben. Viele von euch haben vielleicht keine Person, mit der sie Deutsch sprechen können. Vielleicht lebt ihr gar nicht in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Es ist dennoch wichtig, dass eure Umgebung ein bisschen von Deutsch geprägt ist. Was könnt ihr also tun? Ihr könntet zum Beispiel deutsche Musik hören. Ihr könntet die Sprache eures Smartphones auf Deutsch umstellen. Ihr könntet zum Beispiel deutsche Kochrezepte versuchen. Ihr könntet auch Post-its in eurer Wohnung verteilen. Ein Post-it auf den Kühlschrank. Der Kühlschrank. Ein Post-it auf den Bildschirm. Der Bildschirm. Ein Post-it auf die Tür. Die Tür. Und so werdet ihr täglich an bestimmte wichtige Wörter erinnert, ohne dass ihr sie lernen müsst. Ihr könnt daher mit dieser Methode die Sprache aufnehmen, ohne sie zu büffeln. Und das ist doch viel lustiger, als ständig nur in einem Grammatikbuch zu lesen, oder? Ich wünsche euch noch viel Erfolg
und freue mich auf Kommentare und Anregungen. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.